We do miss her physical presence. Nun, wir vermissen ihre physische Gegenwart. We all feel that she is with us. Und gleichzeitig fühlen wir alle, dass sie bei uns ist. Rückblicke mit Ruth Pfau unterwegs im Norden von Pakistan, 2000 Kilometer von Karachi entfernt, von der Zentrale des Lepra- und Tuberkulose-Bekämpfungsprogramms. Was führte sie in diese bergige Gegend? Angefangen hat es eigentlich mit Farouk, einem Lepra-Patienten, der, da es hier ja keine Behandlung gab, sich irgendwie nach Karachi durchgeschlagen hatte. Und dann, wie das der Herrgott so einfädelt, bei einem Freitagsgebet plötzlich auf zwei Jungs aus seinem Gebiet stieß, die mittlere Reife hatten. Und der sprach die damals an und sagte, ihr wisst doch, dass es so viel Aussatz gibt in unserem Heimatgebiet. Warum lasst ihr euch hier in Karachi nicht ausbilden? Die wussten gar nicht, dass es eine Ausbildungsmöglichkeit gab. Und er brachte die auch prompt damals ins Krankenhaus. Und ich entsinne mich noch an die beiden Buben, die waren wohl damals so 19, 20. Die klopften an, was also ganz ungewöhnlich ist, kamen rein und klopften an und sagten, Ijazat, dürfen wir eintreten? Und dann sagten sie also unverblümt, wir würden uns gerne ausbilden lassen, denn bei uns im Distrikt gibt es so viele Lepra. Und wie ist das möglich? Ja, ich wusste um die Zeit, dass es schon Lepra gab. Ich wusste aber nicht, wo Kohistan war, also Kohistan, das Land der Berge. So weit war ich damals noch nie gekommen. Dann haben wir sie ausgebildet, in den Ausbildungskurses aufgenommen. Und damals bin ich, da die ja alle keine Erfahrenen über sich hatten, bin ich damals mit jedem noch nach ihrem Einsatzgebiet gefahren. Und das war damals eben Kohistan. Da gab es die Straße noch nicht. Da hatte das Militär gerade erst angefangen, diese Jeep-Piste in die Berge zu sprengen. Und teilweise konnten wir überhaupt noch nicht fahren, da ging es noch zu Fuß. Ihre paramedizinischen Mitarbeiter hat sie selbst ausgebildet. Sie kennt alle persönlich und sie vertraut ihnen. Die sind wirklich die allerwichtigsten Mitarbeiter in der Lepra-Bekämpfung. Und das sind auch die Jungs, in die ich wirklich mein Leben investiert habe. Denn ich habe ja gewusst, in die Patienten kann ich es nicht investieren. Wenn ich in die investiere, wie viel kann ich erreichen? 40, 50, 100, 500, aber doch niemals im Leben 32.000, die wir immerhin bis jetzt behandelt haben. Die Ärztin und Ordensfrau wurde zur Managerin. Sie gründete das Programm, wie sie es nannte, und leitete es über Jahrzehnte. Ihre Mitarbeiter brauchen Empathie, Mitgefühl. Wer keine Tränen in sich trägt, darf diesen Weg nicht gehen. Das ganze Lepra-Bekämpfungsprogramm ist eben auf dieses paramedizinische Personal aufgebaut. Sie sind verantwortlich für die Diagnose, Behandlung, Verhütung der Lepra in ihrem jeweiligen Einzugsgebiet. Und das heißt, sie sind die Doktoren, die den Patienten wirklich die Hoffnung gebracht haben, dass sie ausgeheilt werden können, dass es heute eine Behandlung gibt. Sie haben sich mit diesem Erfolg der Behandlung der großen Krankheit überhaupt solch ein Sozialprestige geschaffen. Denn in Urdu heißt die Lepra Badi Bimari, das heißt wörtlich übersetzt große Krankheit. Also ein Arzt, der die unheilbar große Krankheit tatsächlich behandeln kann und einen Patienten ausheilen, dem ist in den Augen der Dorfbevölkerung nichts anderes mehr unmöglich. Die Chefin, Ordensfrau, Ärztin, Gründerin, Managerin. Sie sah sich ihrem Werk verpflichtet, den Aufgaben und den Menschen in Treue verbunden. Also ich werde ganz gewiss nicht weggehen, solange es im Projekt noch eine neue Aufgabe gibt. Meine erste Loyalität
gehört natürlich diesem Lepra-Programm mit allen Ramifikationen. Das ist auch das Recht. Ich hatte ja mal diesen Konflikt mit dem Orden, wo mein Orden mich gebeten hat, ich sollte Pakistan verlassen. Und da hat das Team echt gefragt. Ja, die haben gefragt, wem gehört die Pfau denn nur eigentlich? Dem Orden oder uns? Und die haben zweifellos ein Anspruchsrecht auf mich. Die haben ja ihr Leben auch daraufhin gewagt. Weiter geht's zu einer kleinen Außenstation. Es stehen Untersuchungen an. Diagnosen müssen gestellt werden und oftmals eine spezielle Kombination aus 3 Antibiotika verabreicht werden. Ein Lepra-Assistent nimmt einen Abstrich. Das kennt die Patientin schon. Immer wenn die Lepra-Assistenten ins Dorf kommen, machen sie stets die gleichen Kontrolluntersuchungen. We are taking BI half yearly. Okay. Wir checken die bakterielle Last der Patienten halbjährlich, sagt er. Die Lepra ist ja eine bakterielle Erkrankung, sodass die Ausheilung der Infektion bei den Patienten vor Ort geprüft und genau dokumentiert werden kann. Die halbjährliche Prüfung machen sie bei den bereits diagnostizierten Lepra-Patienten. Bei anderen nehmen sie einmal im Jahr einen Abstrich. Wir können das selbst auswerten, berichtet er. Dafür seien sie als Lepra-Techniker ausgebildet. Sie haben stets ihre Mikroskope im Gepäck. Hausbesuch bei einem Patienten. Swami ist einer meiner ganz alten Freunde. Ich kenne ihn schon seit 65. Er ist einer der ganz wenigen, für den Lepra wirklich Schicksal ist. Also er hat sich nie überzeugen lassen können, dass wir wirklich die Krankheit ausgeheilt haben. Ich meine, natürlich ist es sehr, sehr viel besser geworden. Also ich bin absolut beglückt, dass er im Moment so wenig Verletzungen hat. Man kann einen Patienten ausheilen, aber was die Krankheit zu seinem Herzen tut, besonders wenn er als Kind erkrankt ist, das können wir manchmal nicht rückgängig machen. Im Moment mein medizinisches Problem ist, er kriegt einen grauen Star, aber den können wir operieren. Denn wenn ein Lepra-Patient blind wird, er kann nicht fühlen, und wenn er dann auch nicht sehen kann, zusätzlich ist er auch schwerhörig. Das hieße dann wirklich, dass er lebendig begraben ist. Also ich bin sehr, sehr froh, dass wir heute doch die Möglichkeit haben, diese Operationen zu organisieren. Und das werden wir in dem Auge auch in diesem Jahre noch tun. Das zweite Auge hat noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch so ein paar, 5 hier in der Kolonie. Von den ehemalig 40 sind nur noch 5 übrig geblieben und neue kommen nicht nach. Das ist das Beruhigende, denn Lepra haben wir im Griff. Das ist nun wirklich in dieser Generation, das ist die letzte Generation, die so drunter gelitten hat. Zurück in Karachi. Hier ist die Zentrale des landesweiten Programms. Das Krankenhaus Marie Adelaide Leprosy Center, kurz MIC, benannt nach der Gründerin des Ordens, dem Ruth V. angehörte, der Gesellschaft der Töchter vom Herzen Mariä. Das medizinische Zentrum Pakistans für Lepra- und Tuberkulosekranke sowie Menschen mit Augenerkrankungen. Augenprobleme hängen oft mit den Folgen der Lepra-Erkrankung zusammen. Bewegungstraining zur Rehabilitation. Die Lepra führt oft zu körperlichen Behinderungen und damit schnell zum Ausschluss der Betroffenen aus ihrem Umfeld, aus der Gesellschaft.
Was wir in diesem ersten Lepra-Ghetto fanden, das waren die Lepra-Bettler von Pakistan, die, solange sie es verheimlichen konnten, blieben sie in ihrem Dorf. Wenn es sich nicht mehr verheimlichen ließ, mussten sie in die Städte zum Betteln. Und dort haben sie sich eben in Ghettos zusammengefunden. Und da sie keiner behandelte, wurde die Krankheit natürlich auch nur schlimmer. Also die wirklich schrecklichsten Fälle habe ich in Afghanistan dann gesehen. Ich weiß, dass in diesem Mädchen, das sie mit 6 Jahren im Stall eingesperrt haben und für tot erklärt, dass wir mit 26 dann rausholten. Da habe ich auch 3-mal über meinen Schatten springen müssen, ehe ich sie in die Arme genommen habe. Ja, das ist. Aber ich habe mich oft gefragt, warum das so stark ist, da das ja nun wirklich übrig geblieben ist, auch nachdem Leute wussten, dass sie sich behandeln lassen konnten und ausgeheilt werden konnten. Ist es wirklich dieses ästhetische Entsetzen vor so einem entstellten Menschen. Und da gibt es nur einen Weg drüber, das ist, durch diese äußere Schale durchzubrechen und dann zu sehen, dass man den Menschen kennt. Also ich kenne wunderbare Lepra-Patienten, ja, die eben in ihrem Inneren so kostbar sind. Ich entsinne mich auf einen, der war auf Station und der sagt, ich habe die ganze Zeit wirklich mit dem Herrgott gehadert. Warum muss mein ganzes Leben so sinnlos verlaufen? Jetzt, sagt er, haben Sie mir einen Sinn gegeben, denn ich habe immer Patienten, die absolut ihre Medikamente nicht regelmäßig einnehmen wollten, habe ich oben zu diesem Patienten auf Station genommen. Ich habe gesagt, unterhalten Sie sich mal eine halbe Stunde mit dem, wie es bei dem angefangen hat. Ja, und wie es heute ist, die kamen alle runter und sagten, also bitte behandeln Sie mich. Der war so ein vorzüglicher Health Educator, ja, Gesundheitsaufklärer, dass ich ihm sehr, sehr dankbar war. Der sagt, jetzt kann ich wenigstens andere Menschen vor diesem Schicksal bewahren. Fein? Ja? Aber dass jemand so über sich rausdenken kann, dann, ja, dass er auch zugeben kann, also er hätte sich auch sonst nicht weiter um seine eigene Behandlung gekümmert. Deshalb wäre es so weit gekommen. Also ich finde das noch toll. Jetzt ist er gestorben. Freiwillige aus Deutschland, wie diese Ärztin, kommen immer wieder gern nach Karachi, um zu helfen. Dr. Pfau besuchte regelmäßig alle Patientinnen und Patienten im MRC und gab den Pflegenden Rückmeldungen. Lange vor ihrem Tod übernahm der Ökonom Mervyn Lobo die Gesamtleitung des MRC. Her approach was not to treat. Sehen Sie, Dr. Pfaus Ansatz war der, dass sie nicht einfach die Lepra der Patienten behandeln wollte. Sie sagte, dass Lepra-Patienten Individuen sind. Menschen, die sie heilen wollte, ihr mentales Trauma, ihre körperlichen Wunden. Sie wollte sie rehabilitieren und psychologisch beraten. Ein sehr ganzheitlicher Ansatz. Und es waren nur das Vertrauen und die Zuversicht, die unsere Freunde in Deutschland hatten, wie die DAHW, sodass wir all diese Dinge auch tatsächlich tun konnten. Schon damals, als wir mit Dr. Pfau in Pakistan unterwegs waren, bewies das MRC eine hohe Professionalität. Bereits in den Anfängen kam es zu einer bis heute andauernden, engen Zusammenarbeit mit der DAHW in Würzburg. Auch andere Hilfsorganisationen beteiligten sich.
Die Kombinationstherapie mit 3 Antibiotika, bis heute erfolgreich für die Leprabekämpfung. Dadurch, dass wir Lepra nun wirklich in den Griff kriegen, müsste man ja meinen, dass das ganze Projekt ein wenig weniger teuer würde. Die Tatsache ist aber, dass Lepra eine Inkubationszeit hat von 3 bis 5 bis 40 Jahren und wir deshalb die kurzfristig kämpften Erfolge langfristig tatsächlich nur konsolidieren können, wenn wir noch wenigstens 2 Generationen am Ball bleiben. Das heißt, unsere Leute in den Provinzen lassen. Und da kann man ja nicht nur präventiv Lepraarbeit tun. Man kann ja nicht einfach in ein Dorf reingehen und sagen und untersuchen und dann sagen, also dank Gott, keiner von euch hat Lepra. Solange noch so sehr viele Gesundheitsbedürfnisse bestehen, für die es keine Dienste gibt. Also wir müssen schon und wir dürfen schon, wir sind ja sehr froh darüber, etwas dazu nehmen. Lepra und Tuberkulose, Lepra und Verhütung von Erblindung und Lepra und die Sorge für körperbehinderte Kinder. Das ist natürlich sehr schön, dass wir mit dieser Infrastruktur jetzt mehr Menschen helfen können. Hat aber natürlich auch zu einer Kostenexplosion geführt. Nicht nur, weil die anderen Dienste teurer sind, Lepra ist ja eine sehr billige Behandlung, sondern auch, weil die Anzahl der Patienten so sehr zugenommen hat. Auch wiederum schön, wenn man schon einmal in irgendein Dorf geht. Ist natürlich besser, wenn man nicht nur 2 Patienten, sondern 22 Patienten behandeln kann. Aufbruch nach Dassu in Kohistan, schneebedeckte Gipfel nahe zum Himalaya. Hier startete Frau Dr. Pfau das ergänzende Tuberkuloseprogramm. Einen Raum hat sie im Erdgeschoss dieses Hauses als Außenstation zur Verfügung, mehr nicht. Immerhin können die Lepra-Assistenten auch den offenen Vorraum für ihre Untersuchungen nutzen. Drinnen untersucht Dr. Pfau eine Patientin. Wir erleben sie zwischen Verzweiflung und Führung. So, one should now sit in here and get these books done. So. Die Patientin hat Tuberkulose. Sie muss Schleim abhusten für die Untersuchung. Jetzt machen wir dann Ausstrich von und dann kann er. Ja, Tintin. Ja, Tintin meine Kebab. Ruth-Pfau ist froh, ein paar Schritte aus dem Zimmer heraus tun zu können. Frau Dr. Pfau, Sie haben jetzt 5 Stunden lang Patienten untersucht. Wo liegen denn hier die Probleme in Dassu? Eines ist sicher, dass es hier eben keine Frauenärztin gibt und dass, wenn ich dann hier irgendwann mal komme, alle Frauen aus der Umgebung kommen natürlich. Ich meine, die Lepra-Assistenten behandeln sie zwar, aber sie können sie ja nicht untersuchen. Das andere ist sicher auch, dass das Tuberkulosesprogramm ja erst vor einem Jahr angefangen hat und das eigentlich sehr viel mehr Zeit von meiner Seite brauchte, die ich nicht habe reinstecken können. Das Dritte ist sicher auch, dass wir hier überhaupt keinen Platz haben. Ja, also mit so einem Zimmer, wo dann die Frauen ausschließlich besetzen. Dass man als Labor, als Verbandszimmer, als Untersuchungszimmer, als statistische Abteilung, als allgemein
Ambulanz benutzt. Also dass da natürlich alles drunter und drüber geht, da kann man dem Jungen das wohl auch kaum, ich meine überhaupt nicht vorwerfen. Das sind dann solche Momente, wo man denkt, also es könnte ja anders sein, aber es kann eben nicht anders sein. Und dann ist es schwer für mich, dass ich da also immer meine Liebenswürdigkeit bewahre. Kinderlähmung, Polio. Ein weiteres Zusatzprogramm des MRSI ist die Behandlung der von dieser Viruskrankheit betroffenen Menschen. Soziale und medizinische Hilfsangebote wirken zusammen. Warum solche Zweitprogramme? Unsere Schwierigkeit für uns besteht darin, dass Lepra eine Inkubationszeit von 3 bis 5 Jahren hat, bis zu 40 Jahren. Das heißt, man kann sich heute mit Lepra anstecken und erst in 40 Jahren mit dem ersten Symptom tatsächlich manifest krank werden. Wenn man diese Fälle jetzt, die jetzt aus der Inkubationszeit rauskommen, nicht direkt auffängt und wieder behandelt, gibt das eine Ping-Pong-Lepra, da kommt die zurück. Das ist ein typisches Beispiel. Wir hatten einen Küstenstrich in Makran, der war leprafrei. Und da hatten die Lepra-Assistenten wirklich ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um den Lepra frei zu kriegen. Das sind sehr, sehr schwierige Arbeitsbedingungen. Und dann sind wir in dasselbe Gebiet wieder mit Verhütung von Erblindung rein und haben die Bevölkerung nochmal durchuntersucht. Ich bin in einem bestimmten Dorf dann in einem November selbst mitgegangen, um sicher zu sein, dass die Frauen durchuntersucht werden. Wir hatten keinen Leprafall. Dann bin ich im Februar wieder mit, einfach um zu sehen, wie dieses Verhütung von Erblindung-Programm läuft. Und bei dieser Dorfreihenuntersuchung fanden wir einen hochinfektiösen Leprafall, der 3 Monate vorher überhaupt keine Symptome hat. Wenn wir da mit diesem Zweitprogramm nicht ständig mit der Bevölkerung in Verbindung geblieben wären, da wäre durch diesen einen infektiösen Fall die Lepra natürlich im Dorf wieder aufgebrochen. Und in 20 Jahren wäre die ganze Lage genauso gewesen, als hätten wir niemals unter Einsatz unseres Lebens die Lepra einmal kurzfristig ausgerottet. Wir müssen also über ganz Pakistan langfristig vor Ort am Ball bleiben, um diese kurzfristigen Ergebnisse, die wir jetzt erreicht haben, langfristig zu konsolidieren. Zwischenzeugnisse für die auszubildenden Lepra-Assistenten im MRSI. Einige Jahre später hat Dr. Pfau die Ausbildung erweitert. Unsere Lepra-Assistenten bilden wir jetzt als Community Health Worker aus. Und da haben wir uns mit einer Universität zusammentun können. Also diesen Kursus erkennen Sie an. Sie haben MEC als Ausbildungsinstitut anerkannt. Also von diesem Jahre an können wir da Hochschulreife bescheinigen und dann können die Jungs und gelegentlich Mädchen, diesmal nur 3 Frauen im Programm, in der Ausbildung, können sie ja dann auch weiter. Das bedeutet auch, dass Sie nicht mehr festgelegt sind auf die Lepra. Es ist eine breitere Ausbildung? Ja, das ist es eben. Ja, es führt zu einer wirklichen Krise, wenn man festgelegt ist und ist erfolgreich. Ja, dann kommt plötzlich die Frage, und jetzt was? Und dann muss man wieder von vorn anfangen und dann muss man sie neu motivieren. Und damit haben wir jetzt wirklich im Gesundheitsdienst, und die sind ja zu 80% Regierungsangestellt, haben jetzt wirklich eine Palette von Einsatzmöglichkeiten. Also da sehe ich nicht, dass in den nächsten 3 Generationen die Frage aufkommen wird, und was machen wir danach. Dr. Ruth Pfau.
Empfang zum 80. Geburtstag. Dr. Pfau gibt Rückblicke und Ausblicke auf die bisherige und die weitere Entwicklung des MRSC in der Landessprache Urdu. Mit Dank an alle Mitarbeiter. Die Chefin, von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geliebt und verehrt. Alle wissen, dass vor allem die Spenderinnen und Spender aus Deutschland die Entwicklung des MRSC ermöglicht haben. Wie hast du dann damals dieses deutsche Aussätzigenhilfswerk, heute ja Deutsche Lepra-Tuberkulosehilfe, kennengelernt? Oder wie seid ihr zusammengekommen? Das ist ja eine unendlich lange Geschichte, eine Erfolgsgeschichte geworden. Also das ist eben wirklich einer der Zufälle. Ich habe es jetzt gerade mal wieder gefunden. Jemand hat das aufgeschrieben. Ich habe das an meine Mutter geschrieben. Der Brief ist gefunden worden. Die englische Königin ist auf Besuch in Karachi gewesen. Natürlich mit einem Stab von Journalisten. Einer hatte sich verirrt, war in das Aussätzigenlager gekommen. Das war also so eine Maschine von einer Frau. Parfüm duftend und mit Stöckelschuhen. Und dann nahmen wir sie in die Hütte eines Patienten. Da kramte sie in ihre Handtasche, um sich ein Taschentuch rauszuholen. Und sagte dann, wenn ich nichts anderes machen kann für sie, dann will ich wenigstens über sie schreiben. Und danach ist offensichtlich die ganze Sache mal in die Medien gekommen und aus irgendeinem Grunde auch in der Bild-Zeitung erschien, unter dem Titel "Und nachts kommen die Ratten". Und der damals fürs DAHW Verantwortliche las offensichtlich auch die Bild-Zeitung. Das war Herr Kober, ne? Einer der Mitbegründer. Ja, der schrieb mich an. Er sagt, wie ist es möglich, dass eine deutsche Ärztin in Karachi arbeitet in Lepra und wir wissen es nicht. Und da schrieb ich zurück, wie ist es möglich, dass eine deutsche Ärztin dort arbeitet und sie weiß nicht mal, dass es ein deutsches Aussätzigenhilfswerk gibt. Ich wusste es nicht. Danach haben wir uns sehr angefreundet und da hat das deutsche Aussätzigenhilfswerk ja für Jahrzehnte uns die Gesamtarbeit finanziert. Deshalb konnten wir uns wirklich auf die Kontrolle der Lepra konzentrieren, denn das Geld kam. The Leprosy Control Program in Pakistan. Das Lepra-Bekämpfungsprogramm in Pakistan teilte alle seine Entwicklungsstadien mit Deutschland. Und man kann sagen, dass Deutschland eine wichtige Rolle bei der Kontrolle der Lepra in Pakistan erlangt hat. A big role in controlling leprosy in Pakistan. Because there was the German Leprosy Relief Association, DAHW. Denn es gab die DAHW in Deutschland und in Pakistan Dr. Ruth Pfau und die pakistanische Regierung. Government of Pakistan, Dr. Pfau played a bridge. Dr. Pfau bildete die Brücke zwischen der DAHW und Pakistan. German Leprosy Relief Association and Pakistan. दरवाज़ा खोलेंगे ना डॉक्टर। Katastrophale Überschwemmungen verwüsteten im Sommer 2010 große Teile Pakistans. Mehr als 14 Millionen Menschen verloren Häuser und Land. Und ungezählt viele ihr Leben. Dr. Pfau, inzwischen 80 Jahre alt, besuchte danach einige der überschwemmten Orte, in denen ihre Teams bereits erfolgreich die Lepra bekämpft hatten. Sie litt mit den Frauen. Dann konnten die Mütter tatsächlich nur 2 Kinder auf den Arm nehmen und dann sahen die das dritte, das dem Wasser nicht widerstehen konnte.
vor ihren Augen ertrinken. Und das sind also ganz schreckliche Geschichten. Die Fluten zerstörten jede Infrastruktur. Straßen gab es nicht mehr. Die Felder, auf denen die Menschen ihre Nahrung angebaut hatten, waren zu Seen geworden. Doch Frau Dr. Pfau ließ den Kopf nicht hängen. Wir haben einen schönen Wahlspruch, den haben wir von den Jesuiten geklaut. Weitermachen ist unsinnig, aufhören ist noch unsinniger, also machen wir weiter. Wer keine Tränen in sich trägt, darf diesen Weg nicht gehen. Ein Jahr später. Die Fluten sind versickert, die Menschen versuchen ihren Alltag irgendwie und irgendwo neu zu gestalten. Und dann gibt es hier auch noch mehr als 50.000 Flüchtlinge aus Afghanistan, geflohen vor den Taliban und deren Verfolgern. Dr. Pfau besucht so oft, wie es ihr noch möglich ist, die Außenstationen des MASC in der Umgebung. Bei diesem kleinen Jungen ist ärztlicher Rat gefragt. Eigentlich widmet sich Dr. Pfau vor allem den Frauen, die die meist männlichen Lepra-Assistenten nicht untersuchen dürfen. Doch bei dem Jungen aus Afghanistan geht es nicht um Lepra. Er hat anhaltendes Fieber. Dr. Pfau bespricht mit dem Vater, was nun getan werden sollte. Die Frauen warten schon lange. Ich frage mich oft, ob diese Sprechstunde überhaupt sinnvoll ist. Aber es gibt wenigstens den Frauen das Gefühl, dass jemand mal zuhört. Also jedenfalls abstellen würde ich es auch nicht. Denn wir können wenigstens diese hochgradigen Anämien, diese Blutarmut unter den Frauen behandeln. Erst nachdem die Männer versorgt sind, kommen die Frauen dran. Das konnte auch Dr. Pfau nicht ändern. Ja, wir haben merkwürdiges Übergewicht, also Überzahl von Frauen unter unseren Tuberkulose-Patienten, was bei Lepra ja nun überhaupt nicht zutrifft. Vermutlich einfach deshalb, weil Frauen in der Tat in ihrer Soziallage noch erheblich unter dem Armutsniveau der Männer leben. Also wenn Essen gekocht wird, wird das prinzipiell erst den Männern vorgesetzt. Was übrig bleibt, wird den Frauen vorgesetzt. Übrigens ist noch gar nicht so lange her in Deutschland, da war das auch Sitte. Die Frauen kochten erst für die Männer und gaben es dann. Und dann aßen sie den Rest selbst. Und dann wohl auch die Wohnverhältnisse. Eine Frau verbringt eben sehr viel mehr Zeit in diesen verräucherten, verräucherten Wohnräumen, wo eben 10, 12 auf einem Zimmer leben. Verbringt dort sehr viel mehr Zeit und hat offensichtlich dadurch sehr viel mehr Chancen, auch infiziert zu werden. Eine Schule am Rand von Karachi in Mangopir. Kurz nach dem Sonnenaufgang strömen die Kinder herbei. Grundschule und weiterführende Schule unter einem Dach. Gebaut für Kinder von Leprakranken, doch auch hier öffneten sich die Türen bald für andere benachteiligte Schülerinnen und Schüler aus der Umgebung. Gegründet und geleitet wurde sie von Schwester Janine Göns, die bereits im Alter von 21 Jahren hierher gekommen war. Auch eine echte Chefin. Sie gehört zur Ordensgemeinschaft von Dr. Ruth Pfau. Heute begleitet das MASC das herangewachsene Projekt Mangopir.
Benachteiligung kann nachhaltig am besten verändert werden durch mehr Bildung. Ja, wenn wir in Mangopir gearbeitet haben, im Krankenhaus, dann hatte ich so viele Kinder immer gesehen im Wald. Und dann haben wir gedacht, wir müssen was machen für die Kinder. Und die Lepra-Kinder, wenn wir die Frage stellten, warum gehen die nicht nach die Schule, dann war das immer, unsere Eltern sind so missformt, die Hände und Füße so ganz erkrüppelt. Und dann sagten die Kinder, wir bekommen keine Stelle in die Schule. Und deswegen haben wir gesagt, wir mussten eine Schule selbst öffnen hier. Und dann haben wir auch ein Christendorf hier, das sind Sweepers, Leute, die sauber machen. Und auch die Kinder bekommen keinen Platz in die Schulen. Und das ist nicht einfach. Und deswegen haben wir gesagt, wir bringen die zwei zusammen. Und dann auch noch die Mädchen. Ja, das interessiert uns sehr, dass die Mädchen auch nach Schule kommen. Und deswegen sind wir hier angefangen. Neben dem Schulgebäude ein religionsunabhängiges Zentrum der Meditation und Begegnung. Well, bis jetzt geht das ganz gut. Wir haben am Anfang Angst gehabt, dass keiner hier kommt, wegen der Leprakranken. Aber vom ersten Jahr haben wir 80 Kinder gehabt, im zweiten Jahr 240. Und jetzt, dieses Jahr, haben wir 120 neue. Das heißt, dass wir 340 Kinder haben in der Schule jetzt. Und auch Kinder von anderen Leuten, die nicht Lepra sind, nur Sweeper sind. Ja? Manchmal mit den Kindern von den Sweepers, wenn wir die zu Hause gebracht haben, in selben Wagen, haben die Kleinen gesagt vom Krankenhaus, von den Lepra-Patienten, wer möchte nicht mit den Kindern von den Sweeper in einen Wagen. Aber dann habe ich gesagt, wenn sie das nicht machen, dann gehen sie zu Fuß. Und jetzt gehen die zusammen. Ruth Pfau und Janine Göns, zwei starke Frauen in einer von Männern dominierten Kultur. Sie haben seit Jahrzehnten so manche Hürden beseitigt oder aber sie nutzbringend übersprungen. Ja, vermutlich bin ich am Anfang einfach viel zu naiv gewesen, um wirklich zu wissen, was die Lage der Frau hier in Pakistan ist. Und dadurch haben wir eben viele Dinge einfach getan, die, wenn ich sie mir überlegt hätte und wenn ich mehr gewusst hätte, wir vielleicht nicht getan hätten. Immerhin, es hat der Arbeit bloß gut getan, dass wir eben dann doch so einige... Ein Beispiel dafür? Um die Zeit war es überhaupt noch nicht Sitte, dass irgendwie Frauen in öffentlichen Ämtern etwa auftauchten. Wir waren damals 3. Janine war ja dabei, noch eine deutsche Krankenschwester. Wir waren etwa alle in dem gleichen Alter. Und wir sind halt haben uns einfach normal benommen, nach unserem Vorstellung normal benommen. Und da wir uns bei diesen öffentlichen Ämtern niemals in die wartende Reihe der Männer einordnen konnten, mussten wir also jedes Mal sofort vorgelassen werden, weil es eben keine Warteräume für Frauen gab und man einfach nicht wusste, wo man uns parken konnte. Also von daher waren die offiziellen Kontakte rasch geknüpft. Wo liegen denn die Grundlagen für diese Zweitklassigkeit der Frau? Liegt das in der Religion? Bringt das der Islam mit sich? Oder woher kommt das? Also ganz bestimmt nicht im Islam. Theologisch ließe sich diese Diskriminierung der Frau in keiner Weise aufrechterhalten. Die Frau des heiligen Propheten war eine bekannte Tuchhändlerin, die immer ihr eigenes Einkommen gehabt hat und von daher schon sehr unabhängig war. Es sind zweifellos Stammessitten, sehr viel stärker als religiöse Sitten, die da mitspielen. Und dann halt eine herrschende Klasse hat ihre Privilegien ja noch nie freiwillig abgegeben und so haben die Männer in diesem Land offensichtlich keiner Weise irgendwelche Pläne, ihre Privilegien abzugeben. Wie kommen Sie persönlich damit klar? Tja, klar komme ich damit natürlich überhaupt nicht. Es gibt halt Dinge, die man wohl in seiner eigenen Einflusssphäre punktuell angehen kann,
die man eben so rasch aber doch nicht ändern könnte. Ich sage immer, wenn die Hindus Recht haben und wir haben mehr als ein Leben zu leben, da würde ich das nächste sehr, sehr, sehr gerne in die Women's Lib, in die Befreiung der Frauen investieren. Lepra zu tun und das nebenher, das passt einfach in ein Menschenleben nicht rein. Außer, wie gesagt, die Aufklärungsarbeit, die man eben in seiner eigenen Einflusssphäre machen kann. Und ich muss sagen, unter den Lepra-Assistenten, das Verhältnis zu deren Frauen ist doch ganz sicherlich in Pakistan bereits atypisch. Gemeinsam sich um den Haushalt zu kümmern und um die Kinder, wenn der Vater daheim ist, das ist in Pakistan noch längst nicht Alltag. Es geht um Gleichberechtigung und gemeinsame Verantwortung. Es geht um das Akzeptieren eines jeden. Keine Ghettos mehr. Ein Beispiel von vielen. Ein ehemaliger Lepra-Patient bekam vom MRC eine Starthilfe für ein kleines Geschäft. Fahrräder sind wichtig. Wer kann sich schon ein Auto leisten? Und mit viel Geschick werden hier alte Räder wieder aufbereitet. Das Team der nahegelegenen Außenstelle des MRC besucht den ehemaligen Patienten und schaut gleich erst einmal nach, ob auch alle Familienmitglieder gesund sind. Kleine Darlehen, große Wirkung, damals wie heute. Im Jahr nach der Überschwemmungskatastrophe bildete sich in Jatti, 3 Autostunden von Karachi entfernt, eine kleine Community von mittellosen Landarbeitern, Haris genannt. Mit ein wenig Unterstützung aus den Töpfen des MRC begannen sie, der Wüste wieder etwas abzutrotzen. Letzte Spuren der Überschwemmungen. Damit es bald Schatten gibt, haben die Menschen Eukalyptussträucher gepflanzt. Erst danach ging es an den Bau der Häuser für 27 Familien, also rund 200 Menschen. Dr. Ruth Pfau kontrollierte noch mit über 80 Jahren dieses Vorhaben bei ihren regelmäßigen Besuchen. Ein Fluthilfekonsortium bestehend aus dem MRC, der Caritas Wien, der Caritas St. Pölten und der DAW hatte sich hier für die Menschen eingesetzt. Insgesamt wurden so in Pakistan mit dem MRC über 1000 Neubauten errichtet, unzählige Häuser wiederhergestellt, Nutztiere für Familien angeschafft und sanitäre Anlagen gebaut. Ein neues Haus kann bezogen werden. Dr. Pfau zerschneidet das Band wie bei uns daheim ein Minister bei der Eröffnung eines Autobahnabschnitts. Hier geht es um eine substanzielle Veränderung. Die Haris waren bisher Leibeigene von Großgrundbesitzern und wollen nun als freie Menschen leben und wirtschaften können. Die ganze Gemeinschaft hat zugezahlt und das Diesel wird auch von der Gemeinschaft gezahlt. Aber dann denken die können ihre Einkünfte durch die nächste Ernte verdreifachen. Also offensichtlich. Die wissen, wie sie es machen. Denn die haben ja immer das Geld verdient für die Großgrundbesitzer. Der einzige Unterschied ist, jetzt verdienen sie es für sich selber. Die Schwierigkeit, dass sie es nie vorher gemacht haben, ist eben wirklich, sie haben kein Kapital. Können keine Düngemittel kaufen, keine Schädlingssprays. Ja, deshalb haben sie gar nicht anfangen können. Aber wenn wir das jetzt für die nächsten 3 Jahre noch mal sehen, wo die Engpässe sind und sie dann auf in ihren eigenen Feldern stabilisieren, das sollte gut gehen. Sollte gut gehen und zwischendurch eben auch die Kinder zur Schule schicken. Das kostet Schulgeld. Auch darum ist es wichtig, dass das Projekt gelingt.
तो चटवा का छठा का 4, 5. एक घूमे उधर के लिए एक और बड़ा के लिए बड़ा वाला. वो शर्मिला देते हैं चला गया Sie zählen jede Familie immer durch, Frau Doktor. Warum machen Sie das? Nur so, aus Interesse. Um zu wissen, ob die Produktion noch so weiterläuft. Oder nach 6, da sollten wir wirklich anfangen, drüber zu reden. Dr. Pfau meinte damit die Möglichkeit, sich nach 6 Kindern sterilisieren zu lassen. Für mehr Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Die Haris konnten inzwischen gute Reisernten einfahren und damit beginnen, ihre Schulden abzubauen. Ich habe oft gedacht, die einzige Bevölkerungsgruppe, in der wir wirklich als Gruppe erfolgreich gewesen sind in unserer Menschenrechtsarbeit, sind die Lepra-Patienten. Also das ausgesetzt werden, das wäre undenkbar jetzt. Das wäre undenkbar. Wie verhält sich das bei den anderen Patienten, die Sie so im Laufe der Zeit mit übernommen haben? Ich denke da etwa an die Tuberkulosekranken und die von AIDS Betroffenen. Ich meine, Tuberkulose hat ein erhebliches Stigma, aber niemals so wie Lepra. Also trotz alledem müssen wir auch gegen Stigma wirklich arbeiten und das besonders, wenn es sich darum handelt, Kinder von Tuberkulosekranken, von ehemals Tuberkulosekranken Patienten zu verheiraten, ja, dann wird es wirklich schwierig. Oder im Arbeitsmarkt wird es schwierig. Wir sind mit AIDS noch nicht so weit, dass ich sagen könnte, wie viel wir haben. Wir haben es, ist gar keine Frage. Es ist aber noch so eine Tabukrankheit, dass wir keine Statistiken erstellen können. Es ist immer noch üblich, also man wird AIDS diagnostiziert. Man wechselt den Namen, lässt sich nochmal testen, ist wieder positiv. Wechselt den Namen wiederum, sodass man nicht erkennbar ist. Wir hatten in Azad Kashmir einen einzigen festgestellten HIV-positive Patienten. Da hat das Dorf das Haus angesteckt, damit die ganze Familie ausziehen musste. Also da muss man dann erst mal sehen, wie es wird, wenn es sich entwickelt. Aber das steht zweifellos auf unserer Zukunftsliste. Um afghanische Aussätzige hat sich Dr. Pfau seit Jahrzehnten gekümmert. Über diese Grenze am Khyber-Pass waren zu Beginn der 1980er Jahre aus Afghanistan Geflüchtete nach Karachi gekommen. Sie berichteten ihr von der Ausbreitung der Lepra in der Heimat. Dr. Pfau bildete 3 von ihnen zusammen mit den pakistanischen Lepra-Assistenten aus. 1983 sind die einheimischen Leprahelfer zum ersten Mal rein. 1984 bin ich dann rein. Und wir haben in Zentralafghanistan, das wirklich ein richtiger Lepra-Herd ist, dann in einem ganz kleinen Gebiet angefangen. Und das hat sich wie alles in Drittweltländern die Tendenz hat entsprechend entwickelt. 87 haben wir es dann wirklich zu einem einigermaßen organisierten Lepra-Bekämpfungsprogramm ausgebaut. Wir haben jetzt 5 Außenstationen drin, die dünn, aber flächendeckend arbeiten. Und dann kam dieses Genf-Abkommen. Wer macht die Arbeit dort? Das sind Lepra-Assistenten, die wir in Afghanen, die wir in Pakistan ausgebildet haben. Die Kerntruppe sind 3 Patienten, die buchstäblich von ihren Familien als Kinder, als Leprakranke hier in Pakistan abgesetzt worden sind. Die haben wir dann behandelt, zur Schule geschickt, als Lepra-Assistenten ausgebildet. Und als dann ihr Land in diese Schwierigkeiten kam,
meldeten sich diese Gruppe von 3 freiwillig zurück. Und das sind wirklich diejenigen, auf die wir heute die Lepra-Arbeit aufbauen. Das Gute war ja auch, dass wir dadurch, dass die im Stamm angehören, jeweils einem anderen Stamm angehören, auf diese Weise 3 politische Grundlagen hatten, also Infrastrukturen, die es ja sonst überhaupt nicht gibt in Afghanistan, auf die wir dann die Arbeit haben doch aufbauen können. Wie sehen die Schwierigkeiten in Afghanistan aus? Was ist anders als in Pakistan? Ja, das Land ist dasselbe, das ist auch Hindukusch, aber die politische Lage ist eben ganz anders. Es gibt in Afghanistan, das ja jetzt im 10. Jahr im Krieg ist, keine Regierung. Und was das heißt, wenn ein Land 10 Jahre ohne Regierung lebt, das habe ich mir an für sich auch am Anfang gar nicht vorstellen können. Zum Beispiel, es gibt keinen Postdienst, es gibt keine Banken. Also wenn John, der die Sache drüben schmeißt, wenn der Geld braucht, muss der buchstäblich über die graue Grenze und muss sich die Hosentaschen mit Scheinen vollstopfen. Wir haben gar keine Möglichkeit, den Geld reinzuschicken. Wir haben keine Post, also wenn wir unseren 5 Außenstationen irgendeine Dienstanweisung geben wollen, dann müssen wir wie im Mittelalter ein Pferd satteln, der dann in 2 Wochen die Runde dreht. Es gibt auch gar keine Regierungsorganisation, die vielleicht so Straßen instand hält. Das ist ja alles gebirgig. Also wenn dort ein Bergrutsch vorkommt, ist das nicht wie im Karakorum, dass dann das Militär mit Bulldozern anfährt. Da muss man halt mit Schaufel und Hacke sich seinen Weg dann selber schaufeln. Wenige Jahre später hatte Dr. Pfau ihr Ziel erreicht. In Kabul arbeitet seither ein eigenständiges afghanisches Lepra-Bekämpfungsprogramm, genannt LEPCO, Leprosy Control. MRC und LEPCO konnten in ihren von Waffengewalt geprägten Umgebungen bis heute friedensstiftend wirken. Nicht durch politische Aktionen, sondern allein durch ihr eigenes Handeln, multireligiös ausgerichtet. Also wenn ich denke, dass heutzutage ein Betriebsfest undenkbar wäre, ohne dass es nicht eröffnet würde, das ist klar, das ist überall, erst mit dem, dass jemand den Heiligen Koran liest, rezitiert, dann wird ein Christ gebeten, entweder aus der Bibel zu lesen oder ein freies Gebet zu sprechen. Und dann ein Hindu aus der Gita zu rezitieren. Und dann ist das erst rund. Dann kann man das wirklich anfangen zu feiern. Und das glaube ich nicht, dass es irgendwo sonst geht. Besonders das Letztere. Als wir das zum ersten Mal eingeführt haben, da hatte sogar ich Bauchschmerzen dabei. Aber ja, dass das so geht. Unser Management besteht aus einem Katholiken, einem überzeugten Muslimen und einem Buddhisten. Und die arbeiten vorzüglich zusammen. Ja, mit Management dann. Das ist auch Christ, Hindus, Muslime und dann auch ganz wichtig beide Richtungen, also Sunniten und Schiiten. Ja, und das. Und wenn wir Pogrome haben, dann kommentiert die Gruppe nur, also wir wissen gar nicht, warum die das machen. Sie haben Frieden im Hause MIC geschaffen. Geht diese Wirkung auch darüber hinaus? Ich habe das gerade also enorm erlebt. In Northern Area, das ist also das Gebiet, wo Hindukusch und Himalaya und Karakorum sich treffen. Ja, das gehört ja zu Pakistan. Und da ist das Verhältnis zwischen Schiiten und Sunniten eben sehr, sehr, sehr gespannt. Also die bringen sich immer wieder um. Erst die Seite, dann als Rache jene Seite und da ist das genauso. Ja. Auch in Karachi, also das, was rund um uns oder während dieser gelegentlichen Übergriffe. Ja, also wir haben in MEC niemals Schwierigkeiten gehabt. Die wissen alles, ist ein christliches Krankenhaus. Aber
Also da glaube ich ganz sicher, dass wir wirklich Frieden gesät haben, so wie in Afghanistan. Ja, als ich da mal einen unserer Lepra-Assistenten fragte, darauf bestand, dass wir keinen Kalaschnikow in unseren Jeeps haben. Da sagte einer der Lepra-Assistenten, nee, also das stimmt. Wir sind unangreifbar. Warum? Weil wir eben nicht bewaffnet sind. Ja, das hat sich rumgesprochen. Wirkt sich diese Friedensarbeit auch über Ihren eigenen Einflussbereich hinaus aus? Wie schätzen Sie die Entwicklung der letzten Jahre ein? Politisch habe ich mich, kommt drauf an, also parteipolitisch, habe ich mich immer mit dem ganzen Projekt bewusst rausgehalten, einfach deshalb, weil Lepra-Patienten, ganz egal welcher Partei sie angehören, sich eben doch willkommen fühlen müssen. Und da kann man keine Parteiabzeichen tragen. Ja. Deshalb, da sind wir raus. Insgesamt, wenn Sie mich nun natürlich fragen, wie ich in diesen 50 Jahren Pakistan als solches erlebt habe. Also insgesamt sehe ich keine Richtung, die wirklich eine dauerhaftes friedliche Entwicklung anzeigen würde. Ja, aber wo sieht man das in unserem Teil der Welt? Da löst ein Krieg den anderen ab und wenn sie sich nicht außen irgendwie bekriegen, dann bekriegen sie sich innen. Und ich meine, es gibt einige positive Entwicklungen, sicher für die Frauen. Also Mädchen gehen heute doch weitgehend zur Schule. Das war anfänglich nicht so. Und die werden ja dann auch dafür sorgen, dass ihre Stimme gehört wird. Der Weg dahin ist noch weit. Die Straße gesperrt zum Freitagsgebet in Karachi. Religionen prägen die Kulturen. Hier dominiert der Islam. Dr. Pfau war oft in dieser Straße, denn sie führte zur St. Patrick's Kathedrale, die sie auch wochentags gern aufsuchte und in der am 19. August 2017 die Trauerfeier zu ihrem Staatsbegräbnis stattfand. Dr. Ruth Pfau ging ihren Weg, immer gern zusammen mit anderen, aber immer auch selbstbestimmt. Was für eine Rolle hat deine Mutter in deinem Leben gespielt? Meine Mutter war eine Hausfrau. Und ich bin heute sehr dankbar dafür, dass sie eben mit ihren 6 Kindern zu Hause geblieben ist. Zu Hause war in Leipzig damals. Zu Hause war Leipzig und da hatte mein Vater, ich kann mich nicht entsinnen, dass wir irgendwo anders gewohnt haben. Ich nehme an, ich bin auch in dem Haus geboren, in dem sich mein Vater ein Einfamilienhaus gebaut hatte. Das war natürlich für uns und besonders auch der Garten, war für uns sehr wichtig. Für mich der Garten. Also ich bin offensichtlich schon Grüne gewesen, als ich im Alter von 4 Jahren war. Ich selber habe eine sehr unvergessliche Erinnerung eben an diesen Garten. Und da war so eine winzige Spinne, also wirklich eine winzige Spinne, aber die war rot. Und als ich mir die näher anguckte, da hatte die Beine und die lief und da bin ich zu meiner Mutter gelaufen und sagte, Mutti, wer macht denn sowas Winziges, was sich gar nicht lohnt? Ja?
und trotzdem so perfekt. Also das hat mich im Alter von 4 Jahren so beschäftigt. Das war zweifellos mein erstes philosophisches Staunen. Gab es eigentlich eine Pubertät, eine pubertierende Ruth V? Man sieht dich heute und mag das gar nicht denken und darüber nachdenken, aber du warst ja ein ganz normales junges Mädchen damals auch. Ich meine schon, aber wir hatten eben in diesem Alter, hatten wir irgendwie andere Sorgen. Also ich glaube, wir hatten einfach keine Zeit für Pubertät. Jung gewesen bin ich erst, als ich in den Westen bin, ein Fahrrad kriegte, den Rhein lang fahren konnte, mit meinen Kollegen flirten und um die Zeit. Hat zu dieser Zeit der Glaube schon eine Rolle gespielt für dich in deinem Leben? Außer die kleine Spinne, die ja irgendjemand gemacht haben musste. Und dann die Frage nach Liebe und Tod. Ja, ich habe immer gesagt, als die Nazi-Ideologie ging und eine ganz ähnliche oder gleiche kommunistische Ideologie kam, da habe ich gesagt immer, also ihr mögt ja recht haben, aber was ist denn mit Liebe und Tod? Wie könnt ihr das erklären? Und das konnte keiner erklären. Und damals habe ich weitergesucht. Das wollte ich erklärt haben, denn ich dachte immer, das ist ja schließlich im Leben das Wichtigste. Als das Wirtschaftswunder dann so langsam zu riechen war, ja, da wollte ich raus. Es wurde langsam bürgerlich und wir hatten dann die Fresswellen und also dem konnte ich absolut nichts abgewöhnen, was man davon haben könnte, wenn man ständig so voll ist, also nicht wirklich. Und um die Zeit hat auch Miserio angefangen zu informieren. Über Probleme im Ausland war das damals? Über die Situation der Dritten Welt. Ja, und was mich da wirklich betroffen hat, ist, die können sich gar nicht entwickeln, weil die keine Fachkräfte haben. Die müssen erstmal Fachkräfte kriegen, damit sie wieder Fachkräfte produzieren können und damit diese Fachkräfte dann das Land entwickeln können. Und du wolltest wohin? Was war der erste? Ich wollte eigentlich, also mein Orden wollte eigentlich, dass ich nach Indien gehe und da kriegte ich kein Visa. Ja. Ja, da hat man mir gesagt, also könnten wir in Karachi was tricksen, deshalb bin ich nach Karachi. Und in Karachi hat mich meine mexikanische Mitschwester dann in dieses aussätzige Ghetto mitgenommen. Ihr hattet eine Niederlassung eurer Ordensgemeinschaft in Karachi zu dem Zeitpunkt schon? In Karachi. Ja. Die hatten eine Schule, ja. Aber die hatten auch eine Sozialfürsorgerin und die hatte dieses Lepra-Ghetto entdeckt. Das klingt furchtbar, wenn man in Büchern von dir liest, was du schilderst aus der Zeit. Das muss unvorstellbar gewesen sein, ein Lepra-Ghetto. War durchaus. Ja, das hat mich so erschüttert, dass ich mir gesagt habe, also so geht das ja nun wirklich nicht. Also diese Menschen waren wirklich ausgesetzt, die existierten praktisch nicht. Damals gab es in ganz Pakistan überhaupt noch keine Behandlung. Unnötigerweise, denn das Medikament war bereits in Amerika entwickelt worden. Ja, es war nur nicht nach Pakistan gekommen. Wir sehen das so oft. Die westlichen Laboratorien machen ihre Schulaufgaben
Und dann fehlt genau dieser Mann oder diese Frau, die das dann dorthin bringt und dort einsetzt, wofür es entwickelt ist. Es gab damals ein Antibiotika, was lebenslang genommen werden musste. Das gab es schon. Es gab es, aber nicht in Pakistan. Es gab ein Antibiotika, das klinische Ausheilung bewirkte, aber den Bacillus nur an der Vermehrung hinderte. Deshalb musste das lebenslang eingenommen werden. Und die daraus entstehende Schwierigkeit war eben, dass man vom Sozialfluch der Lepra niemals freigesprochen werden konnte. Unterwegs in der nordwestlichen Grenzprovinz Pakistans. Es ist Sonntag, hier ein normaler Arbeitstag. In der Außenstation von Patan wird sie bereits erwartet. Keine Rücksicht auf das Leben einer katholischen Ordensfrau. Dass das zusammenfällt, ist ja auch eine wirklich der Geschenke meines Lebens. Ich möchte es nicht anders. Mein Leben ist ich und ich bin das, was ich eben tue. Das ist schön. Das ist schön, also dass man so existenziell, so mit allen Kräften so konzentriert leben kann. Das ist schön. Muss ich auch mit dem Übersetzer arbeiten. Wer keine Tränen in sich trägt, darf diesen Weg nicht gehen. Mitgefühl ist sozusagen ihr Job geworden. Ärztin und Ordensfrau, das bedeutet für sie keinen Unterschied, denn der Dienst an Menschen ist Teil ihres Ordenslebens. Gottesdienst ist Menschendienst. Wenn das zwei Welten wären, mein Ordensfrau sein und mein eben hier Lepraärztin sein, dann würde mir das natürlich fehlen. Das ist aber keine. Was ich schon immer gedacht habe, und was mich ja, ich bin ja nicht geboren Christ, was mich immer so angezogen hat, Christsein hat keinen Sakralraum. Seit Gott sich entschlossen hat, Mensch zu werden, gibt es eben keine Teilung. Und ich glaube, es ist die einzige Religion von Sakralraum und von Säkularsphäre. Und von daher ist es für mich wirklich eins. Es ist mir nicht mehr aufgefallen, dass ich am Sonntag nicht in die Messe gegangen bin. Ich meine, natürlich. Ich sage nicht, dass ich nicht vom explizit Spirituellen auch lebe. Nicht, dass ich nicht meine Stunde Meditation am Tage auch ganz existenziell brauchte. Aber, wie soll ich sagen, liturgisch verfasst brauche ich es nicht, obwohl ich es sehr genieße, wenn ich es mal habe. Ich meine, wenn ich es liturgisch verfasst gebraucht hätte, hätte ich halt das Leben nicht leben können. Ich sage ja immer, als der Herrgott mich gemacht hat, hat er mich maßgeschneidert für diesen Job in Pakistan. Außer, dass ich nicht schwindelfrei bin. Das hat er vergessen, aber alles andere hat er offensichtlich einkalkuliert. »60 Jahre lang Ordensfrau bis zu ihrem Tod. In Karachi gab es bald überwiegend einheimische Schwestern im Ordenshaus. Sie selbst lebte im Marie Adelaide Leprosy Center, dem MRSC, benannt nach der Ordensgründerin der Gesellschaft der Töchter vom Herzen Mariä. Und sie hoffte, dass die nächsten Generationen ihr Ordensleben für sie selbst passend ausgestalten können. Das muss doch ein unglaublich einschneidender Schnitt für eine junge Frau sein, zu sagen, ich entscheide mich für ein ganz anderes Leben. Gab es da einen Auslöser oder war das nur die Konsequenz? Nee, also es ist die Konsequenz. Ich habe ja immer eine Neigung zum Verrückten und zum Absoluten und ich habe immer nach Grenzen gesucht. Also wenn ich nicht bis zur Grenze gekommen bin, dann habe ich ja irgendwas verpasst. Also das wollte ich auf keinen Fall in meinem Leben, was verpassen.
was es gibt, wollte ich auch erleben. Und im Christlichen das Radikalste, was man sich so vorstellen kann, ist sicher ein Ordensleben. Und ich habe es eigentlich wegen der Radikalität gewollt. Hast du das jemals bereut? Nee. Diesen Schritt? Nicht ein einziges Mal? Nicht ein einziges Mal. Ja, ich habe immer, also ich habe viele Freunde gehabt, also die auch vorzüglich waren, also an die ich mich gerne noch erinnere, und wir haben uns sehr gut verstanden. Aber irgendwie, dass einer wirklich mein Herz hätte füllen können. Ja, das hat mir einer von denen, mit denen ich sehr, sehr eng befreundet war, hat mir das immer vorgeworfen. Er sagt, wenn wir gerade auf dem Weg sind, dann setzt du dich plötzlich auf und sagst, aber weißt du, das Eigentliche liegt noch drüber hinaus. Ja, und das, also es tut mir heute leid, dass ich ihn da so enttäuscht habe, aber das stimmt. Irgendwie, gerade wenn ich sehr glücklich war, habe ich gedacht, aber das Eigentliche liegt noch drüber raus. Und das einzige Mal, dass ich nicht gedacht habe, das Eigentliche liegt drüber hinaus, war eben nach meinem Ordenseintritt. Ich meine, ich habe natürlich gewusst, dass ich das Eigentliche nicht erreiche, oder sehr bald gewusst. Morgens um 6 Uhr beim Gottesdienst im Ordenshaus. Die Schwestern tragen kein Ordensgewand. Sie leben gemäß der Regel des Jesuitenordens. Die Kommunion war für Schwester Dr. Rudpfau ein wichtiges Element ihres geistlichen Lebens geworden. Ihr langjähriger spiritueller Begleiter, Erzbischof Josef Kutz, der im August 2017 die Liturgie im Rahmen ihres Staatsbegräbnisses leitete, hatte ihr die Mitnahme der Hostien auf ihre Reisen schon vor vielen Jahren gestattet. Also wie total irre, wie wirklich verrückt und total irre der Glaube ist, zu dem ich mich dann irgendwann mal entschieden habe, und ich weiß wirklich nicht wann und wie. Das ist mir wirklich erst aufgegangen, als ich die Erlaubnis hatte, die Kommunion mitzunehmen. Und das war letztes Jahr. Da gibt es natürlich viele. Aber letztes Jahr, da hatte ich gibt es hier so eine kleine Fluglinie. Und die fliegt natürlich nur bei schönem Wetter. Und ich wollte es mal ausprobieren. Und hier gibt es ja, also in der ganzen NWFP, die Bombenanschläge sind ja an der Tagesordnung. Also man wird sehr genau durchgecheckt, wenn man in so einen Flughafen reingeht. Und ich hatte die Kommunion bei mir und hatte im Moment nicht dran gedacht, also bei dieser Untersuchung. Da fragte mich die junge Stewardess, die sagt, was haben Sie denn hier? Da habe ich also dieses Golddöschen da rausgeholt und habe ihr es gezeigt. Da hat sie gesagt, darf ich es aufmachen? Ich muss das aufmachen. Ja, sage ich, dürfen es aufmachen. Da hat sie gefragt, was ist das? Und da stand ich also in dieser Abflughalle und vor mir diese junge muslimische Stewardess. Und da sollte ich sagen, das ist Gott. Ja, also ich habe da wirklich gedacht, in welchem Anflug geistiger Umnachtung hast du dich jemals entschlossen, Christ zu werden? Ja, also das kann man ja unter uns überhaupt nicht. Ich glaube gar nicht, dass man eben in diesem, wie gesagt, in diesem Gold- und Liturgie eingepackten westlichen Christentum man irgendwann mal solche Erfahrungen durch äußere, ich meine, man kann immer geistlich durchstoßen, aber dass man durch äußere Erfahrungen mal, durch äußere Umstände auf solche Erfahrungen gestoßen ist.
Ja, das ist so eine wahnsinnige Aussage. Ja, ich meine, was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, ich bin Christ und uns ist das religiös sehr wichtig und bitte fassen Sie es nicht an. Und ja, seitdem halte ich eben wirklich nichts mehr für unmöglich. Und die Tatsache, dass sich diese Religion 2000 Jahre gehalten hat, also ist mir total unverständlich. Wie gesagt, genauso unverständlich, wie dass ich also um nichts in der Welt sie aufgeben könnte. Ja, ich meine, es gibt Zeiten, da kann ich kein Ja sagen, aber es gibt nie Zeiten, da könnte ich ein freiwilliges Nein dazu sagen. Es wäre mir total unmöglich abzuleugnen, dass das wahr ist. Und deshalb sage ich, also diese Erfahrungen sind eben wirklich, dass man das nicht von sich selber kriegt. Ordensfrau, Ärztin und Managerin. Schwester Dr. Ruth Pfau. In Karatschi fühlte sie sich oft entmutigt durch viele und vieles. Also, ich hätte mir ganz bestimmt, als wir ganz bestimmt ausgestiegen, und zwar total, also ich hätte das Leben nicht zu Ende gelebt, wenn ich eben nicht auf dieser Basis geborgen wäre und immer wieder die Erfahrung gemacht hätte, dass er mich durchträgt, das ist keine Frage. Kraft schöpfen aus dem Glauben. Was sie mitunter entmutigte, hatte konkrete Hintergründe. Also ich bin zu intelligent, als dass ich nicht wüsste, das Leben ist so, dass es einen wirklich in Depression jagen kann. Ich glaube, ich habe reaktive Depression. Ich bin wahrscheinlich nicht wirklich erkrankt an Depression, aber diese Wolke, es kommt darauf an, wie man auf die Welt guckt oder was im Leben geschieht. Also wenn ich es wirklich mal aufschreiben wollte, von dieser Sicht her, da ist ja genügend, was mich depressiv macht. Das Leben ist so verrückt. Ich meine, nicht so verrückt im Sinne von bunt, sondern so unsinnig, so unsinnig. Da haben wir jetzt 50 Jahre dran gearbeitet, Patienten auszuheilen und zu rehabilitieren. Im Dezember haben wir gefeiert, dass 90% unserer Patienten im Norden Pakistans jetzt rehabilitiert sind. Wir haben die Familie durch den ganzen Prozess begleitet. Und dann greift die Armee an, um die Taliban da rauszujagen. 3.042.000 sind auf der Flucht. Und das, nachdem warum wir sie überhaupt als rehabilitiert aus der Kartei rausgenommen haben, aus der Patientenkartei. Ja, dass sie zu essen hatten, dass sie nur ein Dach über dem Kopf hatten, was anzuziehen. Die Kinder gingen in die Schule. Sie hatten Zugang zu medizinischen Grunddiensten. Die Gemeinschaft hatte sie akzeptiert. Sie hatten gleiche Chancen im Arbeitsmarkt. Ja. Ist alles wieder weg.
Sie hat sich aber nie unterkriegen lassen. Ich glaube, das ist unsere aller Erfahrung, dass wenn man durchhält, oder mal so zu sagen, dass Krisen im Leben eben doch spiralförmig verlaufen. Sie kommen zwar immer wieder, oder ich meine, man kann natürlich auch sagen so, sie kommen zwar immer wieder auf, dass man aber dann, wenn man durch sie durch ist, eben dann doch wirklich eine tiefen Schicht erreicht hat, die einem vorher verschlossen war. Oder wenn man es anders sagt, Horizonte sich eröffnet haben, die man vorher nicht gehabt hat. Und die würde ich echt nicht vermissen möchten. Sie müssten dafür aber Ja sagen zum Leid, zum Leiden. Bei sich selber und für andere. Ich meine, das ja nur sowieso. Ich würde auch sagen, das ist nun also der Traum oder die Illusion von der leidfreien Gesellschaft. Also die halte ich so für so wirklichkeitsfremd, dass es mir schwerfällt zu sehen, dass jemand wirklich dieser Illusion verfällt. Wenn wir Leben haben wollen, dann ist Leben eben Leid und Freude, sonst also Schatten und Licht und sonst wäre es ja nur auch wirklich ein kontrastloses Leben, wäre ja nun tatsächlich banal. Und vielleicht ist wirklich die Banalität heute zum Teil darauf zurückzuführen, dass wir eben das Leid als solches nicht als Wert sehen. Ich rede nicht im Elend, das Wort. Ich meine, ich habe mein Leben ja wirklich dafür eingesetzt, dass ich Elend und Schmerz mithelfe abzuschaffen. Aber Leid ist ja was ganz anderes. Ich meine, die Tatsache, dass Liebe Leid ist, bringt eben das Leid schon in eine ganz andere Wertekategorie als Elend oder Schmerz. Ja, ein leidfreies Leben, würde ich sagen, wäre in der Tat ein banales Leben. Banales, das man bei uns für unterhaltsam hält, lehnte sie ab. Ihre Welt ist nicht meine Welt, sagte sie bei der Bambi-Verleihung 2012 in Deutschland. Mit mir haben sie 58% der Menschen Pakistans eingeladen, die heute Abend hungrig zu Bett gehen. Sie zieht ihre eigene Bilanz. Wir haben Lepra im Griff. Wir haben ein landesweites Projekt erfolgreich in einheimische Hände übergeben. Das läuft ohne mich. Und das ist nicht immer die Regel. Also insofern war es erfolgreich. Es war schön. Ja, ich habe also mein Leben wirklich genossen und ich habe mich auf diese Weise, wie sagt man hier, selbst verwirklichen können. Wer sollte eines Tages ihr Werk weiterführen? Eine geeignete Mitschwester ihres Ordens gab es nicht. Dr. Pfau wollte einen Manager haben und entschied sich für den Ökonomen Mervyn Lobo, der beim Jubiläum der DAHW und der Ruth-Pfau-Stiftung von der Arbeit mit ihr und der Weiterentwicklung in Karachi berichtete. Er ist sehr, sehr lange mit mir im Außendienst gewesen. Deshalb kennen wir uns sehr gut. Gut bis sehr gut. Und er wollte immer diesen Posten nicht übernehmen. Also Geschäftsführer zu werden. Eben. Das wollte. Ja, er hat immer gesagt, ich habe meine Freunde und wenn ich dann einen Posten habe, dann muss ich mich offiziell verhalten und das ist jetzt erst durch die Flut in Sindh. Da habe ich ihn überzeugen können. Also im Buch gibt es ein Kapitel, da schreibt Mervyn Lobo selber, dass er eigentlich ganz schnell wieder weg wollte, als er anfing. Ist das richtig? Ja, als er anfing. Da habe ich ihn ja gestohlen von den anderen. Der hat mir von Anfang an gut gefallen. Für mich war das eine totale Überraschung. Ich begann ihr zu gefallen, als ich zu ihr Nein sagte. Es gab ein Problem in der Organisation und sie versuchte, mich von ihrer Sicht zu überzeugen. Da sagte ich, bitte machen Sie das nicht mit mir. Sie versuchen eine Gehirnwäsche mit mir, damit ich Ihnen folge. Aber ich stimme Ihnen nicht zu. Und ich war erst vor 2 Monaten in Dienst getreten.
2 Jahre später sagte sie mir, wissen Sie, warum ich mich mit Ihnen angefreundet habe? Sie sind der erste pakistanische Mitarbeiter im Programm, der die Courage hat, mir ins Gesicht zu sagen, nein, Dr. Pfau, ich stimme Ihnen nicht zu. Seitdem haben wir nie mehr zurückgeschaut und wurden sehr gute Freunde. Alles geregelt. Zeit für ein Schlusswort. Oder auch 2. Alles das, was wir hier auf Erden tun, oder was wir hier im Lepra-Bekämpfungsprogramm tun und das Miteinander und dass wir also zwischen Christen und Muslimen so weitgehend doch Verständnis haben, dass sich in unserem Projekt Biharis und Pathans nicht mit Maschinengewehren totschießen, sondern Freunde sind. Alles das, was an Verständnis, an Miteinander gewachsen ist, dass sich das irgendwie eben dann auch mal doch eschatologisch auswirkt, das glaube ich doch. Das heißt, dass es irgendwie den Weg bereitet für die Wiederkunft, wenn die Welt ihre eigentliche Form und Vollendung findet. Wie das aussieht, das werde ich nicht bestimmen. Es interessiert mich auch wenig, solange es geschieht. Ich bin immer noch überzeugt. Es gibt nur einen Weg aus unseren heutigen Schwierigkeiten. Und das ist, dass wir wieder lernen, einander zu lieben. Das ist so einfach und so schwierig.